Modalsätze. Modalsätze sind die Nebensätze, die mit indem, dadurch das, anstatt das und ohne das beginnen. Und in dem heutigen Video erkläre ich dir die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Konjunktionen und zusätzlich erkläre ich dir auch noch, wann du Modalsätze mit den Infinitivkonstruktionen ohne zu und anstatt zu bilden kannst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dein Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Modalsätze. Modalsätze, das sind immer Nebensätze, also Verb ans Ende. Und Modalsätze beschreiben, wie man etwas macht, die Art und Weise, wie eine Handlung durchgeführt wird. Dementsprechend sind die Fragewörter hier auch wie, wodurch oder auf welche Art und Weise. Und da man ja fast alle Dinge auf unterschiedliche Art und Weise durchführen kann, gibt es hier auch unterschiedliche Konjunktionen. Und damit ich dir die genau erklären kann, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Indem und dadurch das. Mit beiden Dingen kann man ausdrücken, wie man etwas erreichen möchte. Die Frage hier ist immer wie, wodurch oder auf welche Art und Weise. Und hier in dem Beispiel, auf welche Art und Weise kann man Millionär werden. Man kann Millionär werden, indem man im Lotto gewinnt. Man kann Millionär werden dadurch, dass man hart arbeitet. Man kann dadurch Millionär werden, dass man etwas erbt. Hier ist die Frage immer, was ist das Ziel und dann dementsprechend, wie erreiche ich das Ziel? Und genau wie du das Ziel erreichst, das beschreibst du mit indem oder dadurch das. Das kannst du beides komplett genau so als Synonym verwenden, bedeutet exakt dasselbe, schickt immer das Verb hier ans Ende und beschreibt, wie du dein Ziel erreichst. Und dadurch das, siehst du hier schon, kannst du genauso wie so das trennen. Das dadurch geht in den Hauptsatz und das bleibt hinter dem Komma, also als Konjunktion hier. Und das dadurch muss hier immer vor das zu erreichende Ziel gestellt werden. Also hier Millionär werden. Es ist hier nicht von einem Adjektiv oder Ähnlichem abhängig, wie bei so das, sondern das dadurch kommt vor das Ziel, das du erreichen möchtest, was du hier, wo du in diesem Satz beschreibst, wie du das Ganze erreichen möchtest. Außer indem und dadurch das gibt es aber auch noch ohne das und ohne zu. Und diese beiden geben eine Einschränkung an. Bei ohne das ist es ein ganz normaler Nebensatz, ähnlich wie hier. Mit ohne zu ist es dann wieder genauso wie bei den Finalsätzen, wo du entweder damit oder um zu hast. Also ohne zu ist wieder eine Infinitivkonstruktion. Ich gehe an den Strand, ohne dass ich eine Badehose trage, konjugiertes Verb hier am Ende, und ich gehe an den Strand, ohne eine Badehose zu tragen. Hier haben wir das zu plus den Infinitiv davor. Und auch hier kann ohne zu wieder nur benutzt werden, wenn im Hauptsatz und im Nebensatz das Subjekt gleich ist. Das ist hier der Fall. Ich und ich. Deswegen funktioniert das auch so. Wenn das nicht gleich ist, dann funktioniert es nicht. Also zum Beispiel, ich gehe an den Strand, ohne dass er mich vorher einladen kann. Blödes Beispiel, aber da funktioniert das Ganze dann nicht. Modalsätze können auch noch mit anstatt das und anstatt zu gebildet werden. Und das beschreibt dann eine Alternative zur Handlung des Hauptsatzes. Und auch hier wieder derselbe Unterschied, anstatt das, ganz normaler Nebensatz mit dem konjugierten Verb am Ende, und anstatt zu ist die
Infinitivkonstruktion. Also ich schwimme im Pool, anstatt dass ich im Meer schwimmen gehe, oder ich schwimme im Pool, anstatt im Meer schwimmen zu gehen. Bedeutet, ich schwimme im Pool und nicht im Meer. Und auch hier kann das wieder nur mit der Infinitivkonstruktion benutzt werden, wenn hier das Subjekt das gleiche ist. Und zur Wortstellung, alles ganz regelmäßig, konjugiertes Verb am Ende, bei indem, dadurch, dass, ohne oder anstatt das, und mit ohne oder anstatt zu leitest du Infinitivkonstruktion ein, also zu plus Infinitiv am Ende. So, ich hoffe, du hast heute wieder viel gelernt und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen, denn dann erkläre ich dir die Temporalsätze mit all den unterschiedlichen temporalen Konjunktionen, die du dort hast. Also bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.